Das ist ein Xiaomi Mi Notebook Pro. Es ist ein 14 Zoll Notebook, was die Abmessung von einem MacBook Pro 13 Zoll hat, trotzdem aber einen Intel H35 Chip liefert, eine dedizierte Grafikeinheit und noch einiges mehr. Das klingt so gut, um wahr zu sein? Ich habe es mir genauer angeschaut. Zuerst einmal, dieser Laptop kann nur aus China importiert werden. Ich habe das dank Trading Shenzhen machen können. Sie haben mich bei diesem Video großartig unterstützt, dennoch kann ich natürlich sagen, was ich möchte. Ihr könnt dort diesen Laptop hier mit einer einjährigen Garantie sowie einem deutschen Support-Team kaufen. Das heißt, es ist sozusagen fast, als würdet ihr in Deutschland direkt kaufen. Wenn ihr also für dieses Notebook Interesse zeigt, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr das Notebook und noch einige andere Konfigurationen. Das Wichtigste mal aus dem Weg. Das Mi Pro sieht aus wie ein MacBook Pro 13. Aber was, wenn ich euch sage, dass das die einzige Gemeinsamkeit ist? Hier stecken keine unterpowerten U-Prozessoren oder schwache Intel-Grafikkarten zusammen mit langsamem RAM drin und auch das Display wurde aufgebohrt. Aber die guten Sachen, wie die sehr hochwertige Verarbeitung und der Fingerabdrucksensor sowie das wahnsinnig gute Trackpad, wurden übernommen. Darüber bin ich sehr froh. Das Trackpad ist so groß, wie es nur sein kann, klickt befriedigend und ist für mich sehr angenehm zu benutzen. Ich liebe das minimalistische Design vom Mi Pro, die gute Tastatur, die angenehmen 1,3 mm Hub hat, verglichen mit dem knappen Millimeter in MacBooks. Die Tastatur ist übrigens amerikanisches QWERTY, das Layout unterscheidet sich nicht groß von Querz, aber die Tastenbelegung. Ich habe mir ganz einfach die Z-Taste und die Y-Taste getauscht, das heißt, der Rest ist jetzt quasi an deutscher Position. Die Zeichenreihe in der Nummernreihe, die sind ein bisschen verändert, aber dadurch, dass ich vor vielen Jahren in der Schule 10 Fingertippen gelernt habe, ist das für mich gar kein Problem. Sollte das für euch anders sein, findet ihr im Internet genug Tastaturaufkleber. Damit sollte das gelöst sein. Die F-Tasten sind standardmäßig zweitbelegt, die Erstbelegungen sind Funktionstasten, also Lautstärkeveränderung, Bildschirmhelligkeit, Tastaturbeleuchtungssteuerung und die Touchpad-Deaktivierung. Letzteres habe ich aber nie nutzen müssen, weil ich über den gesamten Testzeitraum kein einziges Mal Fehleingaben hatte. Das spricht für die Erkennung von Fehleingaben, die hier zum Einsatz kommt. Die Pfeiltasten für hoch und runter sind Halbtasten, die für rechts und links aber Standardtasten, was ich persönlich mag, auch weil es das Design einheitlich macht. Manche würden mir dort aber widersprechen und würden lieber ein umgekehrtes T haben. Das gesamte Notebook ist aus Aluminium, ich habe es aber schon geschafft, kleine Unebenheiten reinzubekommen, es ist also nicht unzerstörbar. Die silberne Farbe entspricht der eines MacBook Pros, die gefällt mir auch richtig gut. Ich finde Grau persönlich schöner, wie sie Xiaomi auf ihrer Website gezeigt haben. Ich weiß nicht, warum es die nicht zu kaufen gibt, aber ich sag mal, Silber wird weniger schnell dreckig und im Alltag ist das wahrscheinlich das Sinnvollere. Ach ja, das Display ist genauso scharf wie das des kleinen MacBook Pro mit 2560 x 1600 Pixeln und erfüllt damit die Retina-Standards. Aber die Displayränder sind dünner und als wäre das nicht genug, 120 Hz. Über die Tastenkombination FN plus S kann man hier aber auch 60 Hz sowie 90 Hz auswählen. 90 Hz war für mich der perfekte Kompromiss aus Energieeffizienz und flüssiger Darstellung, daher habe ich das Mi Pro auf 90 Hz genutzt. Das Display hier drin ist wirklich der Wahnsinn und da kann ich verschmerzen, dass es mit 300 Nits nicht so hell wird. 300 Nits waren bei mir genau die Grenze, weniger Helligkeit wäre nicht mehr klar gegangen, aber auch an hellen Orten wie den Zug, an dem ich dieses Skript schreibe, gehen 300 Nits total in Ordnung. Das Display deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab und unterstützt DC-Dimming. Das ist leider weiterhin sehr selten und verhindert das Flackern bei dunklen Umgebungen und Helligkeitsstufen. Die Farbgenauigkeit mit Delta 1,5 ist hier übrigens sehr gut, im Windows-Bereich ist das fast ungeschlagen. Ich bin mit diesem Display komplett wunschlos glücklich, denn es ist auch an die Glasscheibe laminiert, das heißt, man hat nicht irgendwelche Luftschichten zwischen Display und Glas. Also ich bin wunschlos glücklich, weil ein Touch-Display, das brauche ich nicht. Zum Glück sehr gut funktionieren tut der Fingerabdrucksensor. Das Entsperren geht fix und zuverlässig vonstatten und besser als ein Passwort ist es sowieso. Was ich besonders gut finde, er ist erstmalig nicht im Trackpad, sondern im Powerbutton integriert. Das heißt, mein Finger muss ich genau einmal auflegen und zwar beim Hochfahren. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Notebooks ist, ich finde das aber richtig gut gelöst. Okay, noch kurz zu den Ports, bevor ich auf die wichtigsten Punkte zu sprechen komme. Es gibt rechts einmal Thunderbolt 4 mit 40 GB Bandbreite, Unterstützung für einen 8K-Bildschirm sowie die Möglichkeit mit 100 Watt zu laden. Darunter gibt es einen weiteren USB-C-Port, der einen 4K-Bildschirm ansteuern kann, kein Aufladen unterstützt, aber weiterhin Daten mit 5 GB unterstützt. Und auf der linken Seite gibt es einen dritten USB-C-Port, der Laden mit bis zu 100 Watt unterstützt und ebenfalls Daten mit maximal 5 GB unterstützt. Monitore kann man über den linken Port nicht ansteuern, aber viel wichtiger, man kann beidseitig laden. Das ist im Alltag richtig praktisch und in meinen Augen ein Must-Have-Feature. Nur schade, dass es nicht noch ein Thunderbolt 4 Anschluss auf der linken Seite geworden ist, denn der rechte ist schon sehr, sehr praktisch, alles über einen Anschluss machen zu können. Finde ich sehr gut. Es war aber keine PCIe-Lane mehr frei, aber dann hätte er sich eben eine mit dem anderen Thunderbolt-Port geteilt. Das wäre doch kein Weltuntergang gewesen. Und USB-C ist sehr gut und schön, aber wenigstens ein SD-Kartenslot wäre nicht schlecht gewesen. Neben einer Status-LED beim Aufladen gibt es noch einen 3,5 mm Klinkenport, über den ihr Mikrofone mit Klinkenstecker sowie kabelgebundene Kopfhörer anschließen könnt.
Das habe ich aber noch nie gemacht, da die AirPods Pro in Kombination mit Bluetooth 5.1 eine Latenz haben, die absolut zu vernachlässigen ist. Solltet ihr aber komplette Latenzfreiheit wollen, könnt ihr das eben über Kabel tun. WLAN ist aber in allen wichtigen Standards, also A, B, G, N, A, C und dem neuen Wi-Fi 6 AX vorhanden. Das heißt, alle wichtigen WLAN-Frequenzen sind hier abgedeckt. Die WLAN-Reichweite ist nicht ganz so gut, aber die Qualität der Verbindung ist höher als bei den meisten Smartphones. Das heißt, dieses neue WLAN-Modem von Intel ist sehr, sehr gut. LTE gibt es natürlich nicht, das gibt es nur bei den wenigsten Laptops, aber über Hotspot funktioniert alles tadellos. Ich finde die Webcam leider nur zweckmäßig, also die ist wirklich jetzt nichts Besonderes. Die Mikrofone, die sind aber ziemlich klar und deutlich, man hört teilweise ein bisschen Rauschen, wenn der Lüfter angeht, was jetzt gerade der Fall ist, aber prinzipiell sind die Mikrofone von sehr guter Qualität, das gefällt mir, aber die Webcam ist, dadurch, dass die in diesem kleinen Deckel nur drin ist, nur zweckmäßig leider. Windows ist so, wie es immer war, also schön designt, zuverlässig, aber eben nicht jedermanns Liebling. Ich komme gut damit klar und vor allem das Dateisystem bevorzuge ich jederzeit gegenüber Bits-Lösungen. Das Betriebssystem ist ganz klar Geschmackssache, objektiv betrachtet ist es aber ein gutes OS. Probleme hatte ich bisher absolut keine. Leider sind die Lautsprecher des Mi Pro nur zweckmäßig, also die gehen schon in Ordnung für das ein oder andere Video oder auch mal Musik, aber ich bin froh, dass ich meine AirPods Pro hier problemlos benutzen kann und, sind wir ehrlich, MacBook Pro Lautsprecher sind besser. Kommen wir nun aber zum Wichtigsten, der Performance. Ganz kurz vorweg, ja, das Mi Pro 2021 ist fähig, Windows 11 vollständig zu unterstützen. Es gibt das kleinere 14 Zoll Modell in 3 Ausführungen, das große aber noch in weiteren Konfigurationen, dazu später mehr. Für das kleine gibt es einen mit 3,1 GHz taktenden Intel i5 11. Generation und einem maximalen Turbo-Boost von 4,4 GHz sowie die Intel Iris Xe G7 80 EU Graphics Tiger Lake Xe Gen 11 Ice Lake Generation Grafikeinheit. Dieser Name ist eine absolute Katastrophe, aber ich werde ihn gleich nochmal vortragen müssen, weil der von der i7-Variante sich leicht unterscheidet. Dann gibt es noch meine Konfiguration, die zu der Variante mit Intel i5 eine Nvidia MX 150 hinzufügt. Und dann gibt es noch die in meinen Augen nicht lohnenswerte Version mit 3,3 GHz Intel E7 und 4,8 GHz Turbo Boost. Dort hat man dann eine Intel Iris Xe G7 96 EU Graphics Tiger Lake Xe Gen 11 Ice Lake Grafikeinheit. Es handelt sich durch die Bank weg um 35 Watt Quad-Core-CPUs mit 8 Threads und neuester Technologie. Jede Version hat standardmäßig 16 GB, 3200 MHz DDR4 RAM und 512 GB NVMe SSD an Bord. Die i7-Variante lohnt deshalb nicht, weil es lediglich eine leicht höher getaktete Version des i5 ist, man bekommt hier keine extra Kerne oder so. Die Alltagsperformance mit 2 Quad-HD-Monitoren ist im Alltag super, ich habe da gar keine Probleme, die Nvidia-Karte ist dort aus, das heißt, im Alltag wird alles über den stromsparenden Intel-Chip gepowert. Denn die 35 Watt TDP, die der Intel H35 Prozessor, wie der Name schon sagt, bietet, die werden nur, wenn es notwendig ist und am originalen 100 Watt Netzteil abgerufen. Das bedeutet, wenn ihr es über schwächere Netzteile oder über den Akkubetrieb powert, dann wird Strom gespart, aber die Leistung ist trotzdem ausreichend für alle täglichen Sachen und auch für Videoschnitt. Tatsächlich ist im Alltag die Intel Iris Xe sowie auch der Prozessor sogar unterfordert, das heißt, der Prozessor kann teilweise sogar unter 1 GHz takten. Im Alltag habt ihr also einen relativ stromsparenden und zugleich auch noch relativ leisen Computer, denn die Lüftung ist jetzt gerade aus. Und das ist im Akkubetrieb auch meistens der Fall. Durch die Verbesserung, die mit der Intel Tiger Lake Generation kam, hat man selbst dann eine ruckelfreie Performance. Aber das Wichtigste für mich war die Performance bei aufwendigen Aufgaben. Beim Videoschnitt ist die CPU auch noch nicht ausgelastet und die Nvidia-Karte schaltet sich nur dazu, weil sie mit CUDA einen wichtigen Standard für Video-Enkodierung sowie Dekodierung unterstützt, was Intel und AMD nicht können. Hierbei ist es egal, ob Premiere, DaVinci Resolve oder mein bevorzugtes Schnittprogramm Filmora X, alle laufen ruckelfrei bei aufwendigen 4K-Projekten mit mehreren Spuren und teilweise Echtzeit-Wiedergabeauflösung ohne Proxys und vorgerenderter Timeline, ist das Mi Pro immer noch nicht überfordert. Erst bei hochskalierten 8K fängt es dann langsam an zu stottern. Setzt man dann aber die Wiedergabeauflösung auf 1/4, kann man damit aber durchaus arbeiten und weil das sowieso 8K ist, ist es nicht viel unschärfer als 1,5 bei 4K. Hier ist mir aufgefallen, dass selbst im Netzbetrieb die CPU fast immer unter dem Basistakt von 3,1 GHz läuft, meist hält sie sich um die 2 GHz Marke auf, was nur für die neue Technik spricht, denn mein alter i5 2500K, der mit durchgängig 4,4 GHz getaktet hat, war nicht schneller, weil die GHz-Anzahl nur zwischen einzelnen Generationen vergleichbar ist. Den Turbo Boost von 4,4 GHz merkt man positiv bei Programmstarts, in Verbindung mit der schnellen SSD geht das wirklich rasant. Das einzige Mal, wo ich das Mi Pro in die Knie gezwungen habe, war, als ich 15 Chrome-Tabs offen hatte, ein Video in DaVinci Resolve gerendert habe, gleichzeitig noch ein anderes Videoprojekt in Filmora X offen hatte und gleichzeitig Forza Horizon 4 auf hohen Grafikeinstellungen gespielt habe. Aber allein, dass letzteres möglich war, zeigt, dass Laptops ganz schön stark geworden sind.
Die Videoexportzeiten schwanken, in Premiere exportiert ein 4K-Video deutlich flotter als Echtzeit, in Filmora X eben nicht. In beiden Fällen ist die CPU-Auslastung aber trotzdem bei weniger als 60% und die GPU-Auslastung im niedrigen zweistelligen Bereich. Forza Horizon 4 konnte ich in Quad HD und hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen, ich rede hier von 30 bis 60 FPS, wenn man die Auflösung auf Full HD und die Grafikeinstellung auf Mitte setzt, kann man da auch auf 60, 70, 80 FPS kommen, je nachdem, wo man sich auf der Karte aufhält. Das ist für so einen dünnen Laptop sehr beeindruckend und vor allem kann man ihn über 100 Watt per USB-C laden. Bei den meisten Laptops mit einer 3080 oder so drin geht das nicht mehr. Die Lüfter drehen dann auch gut auf, aber wenn ich dafür ein so kompaktes Notebook mit dermaßen viel Leistung erhalte, komme ich damit total klar. Nur wird es eben auch sehr warm, ich würde also aufpassen, dass ich nicht die Lüfter blockiere, denn das würde in Thermal Throttling resultieren, das beim i5-Modell knapp umgangen wird, beim i7-Modell aber teilweise schon eintritt. Hier gibt es aber einen wichtigen Unterschied, denn der Intel i5 gibt nicht besonders viel Wärme ab, das heißt in CPU-lastigen Sachen gibt es kein Thermal Throttling, aber wenn man lange die GPU voll ausreizt, dann geht die Temperatur auch in den 90er Bereich. Was mich erstaunt hat, wenn man lange zum Beispiel ein Video exportiert, dann bleiben die CPU-Temperaturen trotzdem so im 60 bis 70 Grad Bereich. Für so einen dünnen Laptop ist das echt erstaunlich wenig. Man redet hier immerhin teilweise von MacBook Pro 16 Zoll Performance-Werten und allein, dass dieser Computer 2 Kerne mehr hat, zeigt schon, wie effizient und wie gut Intel Tiger Lake gelungen ist. Ich finde es vor allem wichtig, dass hier auf die H35-Chips und nicht auf die Intel Tiger Lake U Prozessoren gesetzt wurde, denn Intel Tiger Lake U hat eine sehr gute Leistung, aber sie wird durch die geringere Wattzahl ausgebremst. Sowas hat man hier absolut nicht. Die meisten 13 und 14 Zoll Geräte, so auch das Dell XPS 13, bieten hier nur die schwächeren Intel-Prozessoren. Solltet ihr mehr CPU-Leistung brauchen, hat Xiaomi im 15 Zoll Modell eine Version mit 8 Kern 16 Thread AMD 5800H AMD CPU verbaut. Die performt in Anwendungen, die von mehr als 8 Kernen Nutzen machen können, besser. Mehr als 8 Kerne deshalb, weil die Intel CPUs per Hyper-Threading 8 Kerne simulieren. Bei der AMD-Version verliert man aber leider die Nvidia Grafikeinheit und Thunderbolt. Beides ist sehr schön zu haben und für mich auch wichtiger als das etwas an Mehrleistung, die man erhält, denn es ist wirklich jetzt nicht so viel, wie man jetzt denkt bei doppelten Anzahl an Kernen. Wer mehr Grafikleistung oder Arbeitsspeicher braucht, für den gibt es das Mi Notebook Pro X, was hier aus dem Mi Pro 14 Zoll bekannte CPU nimmt und mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und einer Nvidia RTX 3050 Ti koppelt. Für Gamer bietet das einen Mehrwert, für die meisten regulären Nutzer aber eher nicht. Zum Apple M1 auch noch ein paar Worte, die CPU-Leistung dessen ist etwas besser, ebenso die Akkulaufzeit, denn die ist im Mi Pro mit 4 bis 7 Stunden auf der Intel-Grafikeinheit und 1,5 bis 2 Stunden auf der Nvidia-Grafikkarte, allenfalls durchschnittlich, für mich jedoch trotzdem ausreichend. Aber vor allem Programme, die von CUDA Gebrauch machen können, da kommt man im Moment wieder nicht drum rum. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass der i5 11300H bzw. der i7 11370H hier nicht stark genug für die meisten Anwendungsfälle wären. Am Ende kommt es darauf an, worauf man Wert legt. Ich bereue meine Entscheidung nicht, vor allem weil ich eben auch Spiele drauf spielen kann, aber es gibt durchaus Einsatzzwecke, in denen der M1 überlegen ist. Nur sobald ihr damit spielen wollt, ist die Xiaomi-Serie eben eher was für euch. Oh mein Gott! Solange man mit Adobe-Programmen oder anderen Windows-optimierten Programmen arbeitet, hat man hier einen wirklich starken Computer an der Hand, den ich persönlich, sieht man an meiner Entscheidung, auch einem MacBook Pro M1 vorgezogen habe und auch weiterhin vorziehen würde. Für den Alltag würde ich immer die Variante ohne dedizierte Grafikeinheit empfehlen, wenn man sich hier gute 80 € spart und die Intel Iris Xe, ich werde den Namen jetzt nicht vollständig vorlesen, für alltägliche Aufgaben mehr als genug Leistung hat. Vor allem Geräte wie das Dell Inspiron, welche preislich am nächsten liegen, sind dem Mi Pro durch die Verarbeitung aber unterlegen. Auch ist die Ausstattung beim Mi Pro noch etwas besser, vor allem wenn es um das Display geht. Richtige Konkurrenten zum Mi Pro gibt es sonst erst ab ca. 1300 bis 1500 €. Ich habe vorhin einen Rabattcode angesprochen, der erste, der über diesen Link hier etwas im Trading Shenzhen Shop bestellt, egal was, bekommt 5 € Rabatt. Alles klar. Ich verlinke euch nochmal den Shop unten in der Videobeschreibung sowie die Konfiguration, die ich vorhin angesprochen hatte, also die AMD und die Nvidia RTX Version, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn euch die besten Gadgets fürs Mi Pro interessieren, schaut gerne hier oben vorbei. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.